Zum Formpressen von Fließmaterialien benutzen wir Aluminiumwerkzeuge. Die bestehen immer aus einem männlichen und einem weiblichen Teil, die dann zusammenpressen. Für Prototypen, da können wir auch Holzwerkzeuge bauen. Die eignen sich aber nur für eine sehr geringe Stückzahl an Teilen, also 10 oder 20 Teile. Für die Serienproduktion bedarf es dann wirklich einem gefrästen Aluminiumwerkzeug. Ganz wichtig bei einem Aluminiumwerkzeug ist der Spalt zwischen den beiden Werkzeugen. Der bestimmt nämlich, wie dick euer Teil am Ende wird. Das heißt, wir müssen uns vorher genug Gedanken machen, welche Dicke wir haben wollen, um dann das Teil wirklich optimal zu erreichen. Kommt, ich zeige euch jetzt mal, wie Fließmaterialien aussehen. Hier sehen wir jetzt die verschiedenen Fließmaterialien. Im Prinzip können wir jede Art von Vlies pressen. Das Wichtige ist einfach nur, dass das Material eine Art Binder hat, der dann dazu führt, dass das fertige Bauteil eine Stabilität hat. Wir sehen hier zum Beispiel ein Naturfaservlies. Das ist also aus Hanf oder Flachs mit einem Binder, zum Beispiel Polypropylen oder PLA. Hier unten, da sehen wir Polyesterfliese. Das ist dann reines Polyester, aber aus zwei Fasern, einmal einer Schmelzfaser aus Polyester und einer normalen Polyesterfaser. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das beim Pressen aussieht. Mein Kollege hat das Material jetzt zugeschnitten und es hier in der Presse positioniert. Was jetzt passiert ist, dass das Material in die Presse fährt. Das geht dann zuerst in eine Kontaktheizung, da wird das Material erhitzt und dann geht es in die Pressvorrichtung. Wir sehen uns das jetzt erstmal an und dann gehen wir nach vorne an die Presse. Das Material kam jetzt aus der Kontaktheizung und ist in die Presse gefahren. Die Presse ist dann zugegangen und presst das gerade. Das dauert jetzt einige Minuten und dann können wir uns das fertige Teil angucken. Ich gehe schon mal rüber. So, wir haben es jetzt fast geschafft. Ihr seht, wie die Teile so frisch aus der Presse kommen. Wir müssen natürlich noch andere Schritte machen. Also hier zum Beispiel beschneiden. Das sind jetzt Kofferschalen, da müsste man noch Schlösser anbringen und Griffe und so weiter. Das seht ihr aber in unseren anderen Videos. Ich sage erstmal Tschüss für heute und bis bald, bis zum nächsten Video.